Hallo liebe Leute, ich bin der Matti und ich begrüße euch auf meinem Kochkanal Outdoor Kitchen. Schön, dass ihr zuschaut. Ja, heute mache ich kein Kochvideo im herkömmlichen Sinne, sondern mehr so eine Anleitung, so ein Tutorial. Und zwar zeige ich euch heute, wie man Käse selber macht. Ja, eine kleine Vorgeschichte dazu. Vor einigen Jahren habe ich mal probiert, Käse selber zu machen. Ich kann euch sagen, das ist gründlich in die Hose gegangen. Ja, aber ich muss auch dazu sagen, ich habe mich nur oberflächlich damit beschäftigt aber irgendwie schwirrte mir das die ganze Zeit noch im Kopf rum. Da habe ich immer wieder mal im Internet geguckt und nach Käserezepten gesucht, nach Anleitungen. Ja, aber ehrlich gesagt, das Ganze finde ich irgendwie so verwirrend und kompliziert. Am Ende hatte ich mehr Fragen als vorher. Was ist Lab? Was ist Calciumchlorid? Braucht man Käsekulturen? Und ja, wie macht man Käse? Wie muss Käse reifen? Und was weiß ich. Ja, und das Ganze ist irgendwie mehr abschreckend als motivierend und ich denke, es geht auch vielen Menschen so, wie es mir damals ging. Mittlerweile habe ich mich da durchgefriemelt. Seit einem Jahr mache ich meinen Käse selber. Ich lege dann immer einmal im Monat so einen Käsetag ein. Da mache ich 5 Kilo Käse, weil der Käsebedarf hier bei uns in der Familie ist wirklich enorm. Ja, wenn mich jetzt jemand fragt, ist Käse machen einfach, dann würde meine Antwort lauten, nein, ist es nicht. Ja, aber lasst euch davon nicht abschrecken mit dem nötigen Wissen und wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, glaubt mir, das geht euch total locker flockig von der Hand und abgesehen davon, das macht einen Heidenspaß, Käse selber zu machen. Ich weiß noch, wie stolz ich war, als ich meinen ersten Käse richtig gut hinbekommen habe und ja, deswegen mache ich diese, ich hoffe, verständliche Schritt-für-Schritt-Anleitung, wo ich euch alles ganz genau erkläre. Wenn noch Fragen sind, schreibt es in die Kommentare. Ich bin jetzt kein Experte, aber ich denke mir, das gelingt mir ganz gut. Ja, jetzt habe ich genug gequatscht. Käse selber machen. Fangen wir an. Ja, fangen wir erstmal mit dem Grundmaterial an. Ohne gutes Grundmaterial kriegst du kein gutes Ergebnis hin. Beim Käse ist das Grundmaterial die Milch. Ich benutze Rohmilch vom Biobauern. Zum Glück gibt es hier in der Nähe so eine Milchtankstelle, wo ich mir Rohmilch abzapfen kann. Alternativ dazu könnt ihr auch Frischmilch nehmen mit einem hohen Fettanteil von 3,8%. Haarmilch geht natürlich nicht. Ja gut, so eine Milchtankstelle findest du nicht an jeder Ecke. Einfach mal googeln, ob es irgendwie einen Biohof bei euch in der Umgebung gibt oder eine Milchtankstelle. Und ja, wie gesagt, falls ihr keine Rohmilch habt, ich mache Käse gern aus Rohmilch, dann einfach auf Frischmilch zurückgreifen. Ja, was ihr zum Käse selber machen unbedingt braucht, das ist Lab. Ich habe hier Labextrakt in Tropfenform, gibt es auch als Tabletten zum Auflösen. Ja, das ist ein natürliches Produkt aus der Magenschleimhaut von Kälbern. Die brauchen das, damit sie die Muttermilch besser verdauen können. Ja, und Lab braucht man einfach zum Eindicken der Milch. Das verdünnt ihr mit Wasser, 1:10. Ich brauche ungefähr 80 Tropfen Lab für 10 Liter Milch. Ja, dann braucht ihr noch Käsekulturen, das sind gefriergetrocknete Milchsäurebakterien. Ja, die braucht ihr einfach für die Reifung und den Geschmack des Käses. Ja, da braucht man nicht viel von, ungefähr einen halben Teelöffel auf 10 Liter Milch. Ja, und dann kann ich euch den Tipp geben, Calciumchlorid zu verwenden. Was hat Calciumchlorid für eine Funktion? Es bindet das Eiweiß und fördert das Dicklegen der Milch. Am Anfang habe ich den Käse auch ohne Calciumchlorid gemacht, aber ich finde, man kriegt viel mehr Käsemasse raus und hat viel weniger Molke und ja, ein toller Zusatzstoff. Ihr optimiert das Ganze damit. Ich kann es euch empfehlen, aber wie gesagt, ob ihr es benutzt oder nicht, das bleibt euch überlassen. Als erstes erwärmen wir die Milch in einem ausreichend großen Topf. Und da Milch schnell anbrennt, geben wir erstmal ein bisschen Wasser hinein, so dass der Topfboden mit dem Wasser bedeckt ist. Danach schütten wir die Milch hinein. Wie gesagt, ich habe hier 10 Liter Rohmilch vom Biobauern. Dann setzen wir das Milchthermometer ein und erwärmen das Ganze unter ständigem Rühren, bis die 27 Grad erreicht sind. Dann geben wir einen Teelöffel Käsekultur hinein und das verdünnte Calciumchlorid. Das verdünnt hier mit kaltem Wasser im Verhältnis 1:10. Und dann erwärmen wir die Milch unter ständigem Rühren weiter, bis eine Temperatur von exakt 32 Grad erreicht ist.
Danach schalten wir den Herd aus und entfernen das Milchthermometer. Und geben das verdünnte Kälberlab hinein. Jetzt rühren wir alles etwa 10 Sekunden lang um. Und nun lassen wir alles 40 Minuten lang stehen. Deckel drauf und was ganz wichtig ist, nicht erschüttern, da ansonsten die Dicklegung der Milch gefährdet ist. Nach 40 Minuten hat sich die Milch verfestigt und von der Molke getrennt und jetzt stellen wir den Käsebruch her. Dazu fahren wir mit dem Schneebesen einmal von oben nach unten und einmal von links nach rechts. Profis benutzen dafür so spezielle Bruchschneider oder Käsehafen. Ich nehme das, was da ist, und ich finde, mit so einem Schneebesen geht es ja auch ganz gut. Den Käsebruch rühren wir jetzt alle 10 Minuten einmal gründlich durch, so dass die Käsebruchstücke ungefähr Reiskorngröße haben. Da wir einen Hartkäse herstellen, brauchen wir möglichst feinen Käsebruch. Nun schöpfen wir 1 Liter von der Molke ab und ersetzen diesen Liter durch 1 Liter warmes Wasser. Und jetzt erwärmen wir das Bruch-Molke-Gemisch auf eine Temperatur von exakt 51 Grad. Wenn die Temperatur erreicht ist, schalten wir den Herd aus und jetzt folgt das sogenannte Auskäsen. Dazu braucht man natürlich eine Käseform. Ich habe hier so eine Käseform aus Hartplastik mit Pressdeckel für ungefähr 1,2 Kilo Käse. Ja, dann nehmen wir einfach einen Schöpflöffel und holen damit den Käsebruch raus und tun ihn in die Form, pressen das Ganze ein bisschen zusammen. Ja, und wenn die Käseform voll ist, dann Pressdeckel drauf, schön anpressen das Ganze. So, das Ganze muss jetzt 1 Stunde lang gepresst werden. Wir legen ein Gewicht auf den Pressdeckel und wenden das Ganze alle 15 Minuten. Das Ganze machen wir insgesamt 4 Mal. So Leute, jetzt heißt es pressen, pressen, pressen. Das ist wie beim Kinderkriegen. Ohne Pressen kriegst du auch kein ordentliches Ergebnis hin. Ne? Kriegst du so eine Weichei. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja Hartkäse.
Ja, der Käse wird jetzt 1 Stunde lang gepresst. Alle Viertelstunde wenden wir das Ganze. Ihr könnt entweder die ganze Form wenden oder den Käse aus der Form nehmen und drehen, Pressdeckel drauf, Gewicht drauf. Ja, wie gesagt, 1 Stunde lang. Das Ganze macht ihr insgesamt 4-mal. Ja, und dann kommt der Käse in den Kühlschrank, damit er schön austropfen kann, mit dem Gewicht natürlich, damit er noch mehr Molke verliert. Und ja, der Käse geht jetzt schlafen und ich auch. Morgen geht's weiter. So, der Käse hat die Nacht über mit dem Pressgewicht im Kühlschrank verbracht. Der ist erkaltet, der hat sich schön verfestigt. Und was der Käse jetzt braucht, ist ein Salzbad. Ja, was wir jetzt machen ist, wir setzen eine 20-prozentige Salzlake an. Dazu nehmen wir 1 Liter kochend heißes Wasser und 200 Gramm ganz normales Salz. Bitte kein Jodsalz verwenden. Rühren das Ganze schön ein, bis das Salz sich aufgelöst hat. Ja, und wenn das Ganze abgekühlt ist, gönnen wir dem Käse ein Salzbad. Bei 1 Kilo Käse dauert das ungefähr 4 bis 5 Stunden. Und dann entnehmen wir den Käse und dann müssen wir ihn reifen lassen. Ja, die optimalen Reifebedingungen für Hartkäse sind 10 bis 13 Grad. Eine hohe Luftfeuchtigkeit braucht er, 85 bis 90%. Ich habe das Glück, ich habe so einen Gewölbekeller, da sind ideale Reifebedingungen für den Käse. Ja, wo lässt man den Käse drin reifen? Es gibt so Reifeboxen für Käse oder ihr könnt euch auch einen Reifeschrank holen, wenn ihr zu viel Geld übrig habt. Ich habe mir so ein Ding gebastelt aus einem ganz einfachen Teller. Ja, und dann habe ich noch so eine Kuchenglocke genommen, habe oben Löcher reingebohrt, dazu noch ein Abtropfgitter. Ja, wie gesagt, ich nehme einfach das, was da ist und das Ganze funktioniert wunderbar. So Leute, der junge Käse ist jetzt 1 Woche alt. Ich habe ihn jeden Tag mit Salzlake abgewischt und dabei gewendet. Und der Käse muss jetzt reifen. Hartkäse ungefähr 2 bis 3 Monate. Und ja, ab sofort reicht es, wenn ihr den alle 2 bis 3 Tage einmal wendet, mit Salzlake abwischt oder mit Salz einreibt und abbürstet. Da gibt es so spezielle Käsebürsten dafür. Ja, wie ihr seht, das ist noch nicht viel passiert. Der Käse fängt jetzt an, seine Rinde zu bekommen. Aber was ich jetzt machen werde, ich werde den Käse räuchern. Ich werde ihn 5-mal kalt räuchern auf Buchenholzspänen. Da mische ich noch Kräuter wie Oregano, Lorbeerblatt und Thymian mit rein, damit das Ganze noch mehr Aroma kriegt. Ich liebe Räucherkäse. Und nach 3 Wochen zeige ich euch das Ergebnis. So, liebe Leute, den Käse habe ich jetzt 1 Woche lang geräuchert und dann anschließend noch 2 Wochen lang reifen lassen. Alle paar Tage mal mit Salzlake abgewischt und dabei gewendet. Ja, und was wir jetzt machen werden, ist, wir schneiden den Käse an. Ich will wissen, wie der schmeckt, ich halte das nicht mehr aus. Ja, natürlich kann man den Käse noch 2, 3, 6 oder gar noch länger Monate reifen lassen. Dann wird der würziger, schmeckt noch intensiver. Das ist Geschmackssache. Ich mag so jungen Käse, geräucherten Käse. Der ist zwar etwas milder im Geschmack, aber dafür hat er dieses schöne, intensive Raucharoma, also genauso wie ich es mag. Aber wie gesagt, das ist Geschmackssache. Leute, ich kann euch sagen, mein Wortschatz reicht irgendwie gar nicht aus, um diesen Käse zu beschreiben. Ich sag's einfach mal in der Sprache des einfachen Mannes. Dieser Käse ist einfach nur klasse, total lecker, sowas kannst du im Laden gar nicht kaufen, totales schöne, rauchige Aroma und das schmeckt richtig nach Weide, nach Alm, nach gutem Käse, was soll ich euch sagen? Ja Leute, wie ihr seht, Käse selber machen ist gar nicht so schwer mit dem nötigen Know-how und ihr wisst ja jetzt, wie es geht. Ein bisschen Equipment braucht ihr, das ist eine Steuer, also die Anschaffungskosten sind sehr niedrig und ja, was ihr halt einfach nur braucht, ist auch noch viel Geduld. Ja, das Ganze macht auch wirklich einen Heidenspaß und wenn sich der eine oder andere fragt, ja, lohnt sich der Aufwand, ich kann euch wirklich sagen, ja, tut der. So Käse könnt ihr gar nicht vergleichen mit diesen ganzen Industriekäse und gekauften Käse. Also ich kann euch wirklich nur sagen, der Aufwand lohnt sich. Probiert's aus, macht's mal nach und ja, ich freue mich natürlich über euer Feedback, wenn ihr wieder zuschaltet und den Kanal abonniert und wenn ihr wieder... Mein Gott, was habe ich heute für einen Redeschwall? Ja, wenn ihr den Kanal abonniert, wieder zuschaltet und das nächste Mal dabei seid, macht's gut, Leute, euer Matti.